Grüßt euch und herzlich willkommen zum dritten Teil zum Bau meiner Spurnullanlage. In diesem Teil werde ich mich mit meinem Teich, beziehungsweise anhand der Größe ist wahrscheinlich eher ein Weiher, beschäftigen. Und zwar habe ich hier schon letztes Jahr, als ich die Segmente gebaut habe, habe ich schon das Loch ausgesägt anhand meiner Mauerplatten, die eine Höhe von 5 cm haben. Mir ist das aber ehrlich gesagt ein bisschen zu tief, dadurch wird der ganze Teich so tief und naja, jetzt habe ich mir überlegt, auch hier muss ich erstmal meinen Pfusch beseitigen und dazu werde ich jetzt als erstes das Ganze ein bisschen aufstocken. Nehme ich mal das Ganze hier raus. So, und da habe ich mir jetzt schon hier aus Trittschallplatten, wie auch immer, habe ich mir schon zurechtgeschnitten. Und jetzt werde ich das hier so alles reinkleben. Genau, das mache ich jetzt. Jetzt fange ich als erstes an, die Mauer reinzukleben. Dafür werde ich wohl ein bisschen satter nehmen, weil es ja dann auch dicht sein soll, für wenn ich mit meinem Resin arbeite. So, das ist das Mikro, sehr gut. So. Ich nehme ganz gewöhnlichen Holzleim. Gut. Und dann Nummer 3. Einfach so. Und dann klebe ich das hier schön hin. Gut. So, und dann habe ich hier meine Dämmplatten. Da muss ich jetzt die einzeln hinkleben. Und dazu mache ich hier erstmal schön eine Schicht Leim drauf. Oh. Komm schon raus, du Schlingel. So. Gut. Ich nehme immer ein Stück Pappe und dann verstreiche ich das Ganze. So. So. Dann klebe ich es ein. Ich habe das an die Dinge angepasst, an die Mauer. Schön andrücken. Ja. Genau. Und dann noch die zweite drauf. Das mache ich jetzt wieder solo und dann melde ich mich wieder. Jetzt habe ich den Leim auch auf der zweiten Platte gleichmäßig verteilt und jetzt drücke ich da hier beziehungsweise ich habe den Leim für die zweite Platte verteilt und jetzt drücke ich das hier schön an, dass das hier schön bündig ist. Nochmal meine Mauer hindrücken. So, und dann beschwere ich es noch. Dafür habe ich hier von meinem Segmentbau Reste, mein Probegleis mit Schotterproben und 1 Kilo Gewichte.
So, das lasse ich jetzt wieder trocknen. Hoffe, dass das hier schön hält. Genau, und dann rühre ich mich wieder. So, lala, das hatte jetzt wieder Zeit über Nacht zu trocknen. Und jetzt kann ich hier, jetzt habe ich schon, das ist jetzt schön fest. Die Mauern sind auch fest. Und jetzt kann ich hier das schön einsetzen. Ich habe gerade natürlich schon probiert. Das passt alles. Und jetzt klebe ich das alles ran. Da brauche ich gar nicht so viel Leim, weil das eh immer so schlecht trocknet, gefühlt zwischen dem Styrodur. Genau, jetzt kleben wir es ran. So, und jetzt mache ich hier noch zum Höhenausgleich weil ich jetzt dann hier noch ein bisschen, dass das Teichgelände so ein bisschen nach oben hin bucklig ausläuft, habe ich mir überlegt, mache ich hier noch eine Schicht Trittschall hin und klebe das dann oben drauf. Und wenn ich das dann mit dem Heißdrahtschneider oder mit dem Heißdraht bearbeite, dann kann ich das so ein bisschen schon vorformen. So, das mache ich jetzt. Ja, vielleicht gescheiter hier unten drauf. So, dann mache ich die erste Schicht. Gut. Ja. Genau, und den Rest mache ich jetzt wieder so. Und dann zeige ich euch, wie es ausgegangen ist oder wie es dann aussieht. Gut, jetzt habe ich alles soweit verklebt, so wie ich mir das vorstelle. Schaut jetzt ein bisschen wild aus, aber jetzt zeige ich euch mal, wie ich mir das vorstelle, das Ganze. Und zwar werde ich jetzt hier mit dem Heißdrahtschneider dann schön lang fahren, also morgen dann oder übermorgen, wenn das schön durchgetrocknet ist, und quasi alles schön anpassen vom Gelände. Und dann kommt eine Schicht Mullbinden noch drauf. Genau, und dann heißt es wieder trocknen, 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 trocknen. Und genau, jetzt mache ich hier vielleicht noch auf die Seite, dass ich hier so ein bisschen Hang noch habe, oder was heißt Hang, ein bisschen ein Hügel halt. Und dann, genau. So, das ist jetzt der vorläufige, etwas wilde Endstand. Und wie gesagt, jetzt lassen wir es 2 Tage trocknen. Und dann geht's los. Dann geht's mit dem Heißdraht los. Das hier hinten habe ich jetzt erstmal noch vertagt, weil das sprengt so ein bisschen den Rahmen jetzt. Jetzt machen wir erstmal das und dann rühre ich mich wieder, wenn es trocken ist. Nachdem das jetzt alles über Nacht getrocknet ist und ich hier und da noch ein bisschen Teile ergänzt habe, schaut das jetzt so aus. Ja, normalerweise nehme ich ganze Styroporklötze, aber ich hatte jetzt einfach so viel kleinen Rest noch da und habe das jetzt, ich bilde mir jetzt ein, dass ich das jetzt so mache. Ich probiere es jetzt mal, wenn es nichts wird, mache ich das neu.
Wenn es gut ausschaut, dass ich damit gut klarkomme, dann lasse ich das so. Jetzt probieren wir das mal. Jetzt habe ich hier schon meinen Heißdrahtschneider und den mache ich jetzt an und dann geht's los. Ich habe hier unten Klebeband reingeklebt, weil ich hoffe, dass ich dann nicht einsink, beziehungsweise dass ich hier nicht reinschmelze in meinen Teichgrund. Und jetzt fange ich mal an. So schaut es jetzt aus. Jetzt mache ich mal weiter und dann rühre ich mich wieder. Jetzt bin ich fertig soweit. Schaut jetzt besser aus, als ich befürchtet habe. Jetzt gehe ich zum nächsten Schritt. Jetzt mache ich als nächstes die Gipsbinden drauf. Genau, das muss ich jetzt vorbereiten und dann hole ich euch wieder dazu. Gut, jetzt habe ich alles soweit vorbereitet. Jetzt beginne ich die Gipsbinden aufzukleben. Hier bei dem Segmentübergang, da gehe ich einfach drüber. Das mache ich hinterher dann mit einem Messer, dass ich das ein bisschen, also dass ich das halt dann durchschneide an der Stelle. Und jetzt, genau, jetzt mache ich erstmal die ganzen Stellen, die nicht so schön sind. Bei dem Segmentübergang werde ich dann sowieso 2 Schichten machen. Ich weiß nicht, ob ich überall 2 Schichten mache. Muss ich schauen. Aber wahrscheinlich mache ich bloß eine. Oh. So, schön verschlemmen alles. Gut. So, und jetzt den Rest mache ich wieder alleine und dann zeige ich euch den Zwischenstand. So schaut es jetzt aus. Jetzt habe ich alles mit Gipsbinden eingedeckt. Jetzt erstrahlt das Ganze in einem prächtigen weißen Kleid. Sieht jetzt relativ wenig Konturen und Kontrast, aber so schaut es jetzt aus. Jetzt werde ich es als nächstes braun machen, aber jetzt muss ich es erstmal über Nacht stehen lassen. So, da bin ich wieder. Jetzt ist es über Nacht fest geworden. Jetzt habe ich hier ein Klebeband hingeklebt, habe hier mein Stahllineal ein bisschen dazwischen geklemmt und habe das dann hier rüber, das Klebeband, habe es daran runtergeführt. Und jetzt hoffe ich, dass ich schön die Segmentkante treffe, wenn ich hier mit meinem Messer lang schneide. Da dürfte mich jetzt ein bisschen dabei begleiten. Schauen wir mal.
Aber das fühlt sich schon mal gut an. So, das war's schon. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Jetzt mache ich mal aus, ziehe das auseinander. Die Segmente sind getrennt. Da sieht man schön die Schichten. So, und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt mache ich hier schön eine Schicht Leim drüber, dass das ein bisschen fester wird, beziehungsweise ein bisschen stabiler. Das lasse ich dann trocknen und dann wird es einfach angemalert. Einfach, dass eine kleine Schicht drüber ist. Dass es ein bisschen stressresistenter ist, das Ganze. So, das sollte mir eigentlich jetzt schon reichen hier. Gut, dann lassen wir das jetzt trocknen. Das mache ich jetzt noch auf der anderen Seite und dann melde ich mich, wenn es weitergeht. Jetzt ist es mittlerweile schön fest geworden. Das kann man jetzt richtig schön weiter bearbeiten. Es bricht auch nicht so schnell oder franzt aus. Jetzt geht's weiter. Jetzt fange ich mit der Farbe an. Jetzt machen wir alles schön braun. Bis ans Gleis hin. Gut, ich mache jetzt soweit alles fertig und dann zeige ich euch, wie es ausschaut. Jetzt habe ich alles soweit fertig gebräunt. Es ist jetzt quasi grundiert und da kann ich jetzt drauf aufbauen. Jetzt werde ich als nächstes dann den Untergrund machen, also verschiedene Erden und Sand und schlag mich tot, muss ich schauen. Und hier oben werde ich jetzt als erstes noch einschottern, das Gleis, das Stückerl hier. Da habe ich schon ein Video zu gemacht, da verlinke ich euch oben das Video. Genau, und so schaut es jetzt aus. Es wächst und gedeiht. So, jetzt ist mal wieder alles getrocknet. Ich habe jetzt auch schon das Gleis hier eingeschottert. Und jetzt bekommt alles noch eine Schicht Erde und dann sind wir für diesen Teil erstmal durch. Und zwar habe ich jetzt hier, wo habe ich denn meinen Pinsel? Ach hey, da ist er. Jetzt streiche ich als erstes hier so ein bisschen, das mache ich nur in den Hanglagen, dass ich so ein bisschen mit Leim einstreiche, dass mir die Erde nicht so runterpurzelt, dass die da schon so ein bisschen haftet. Ich werde das dann mit Leim-Wasser-Gemisch ein bisschen eintränken. Aber jetzt hier erstmal so eine Schicht Leim drauf. Und dann habe ich hier ganz normale Erde. So, was jetzt noch wichtig ist, was mir noch eingefallen ist, deswegen habe ich das jetzt so wild reingeschnitten einfach in den dritten Teil.
Ich habe noch einen Test gemacht, weil ich mir gedacht habe, die Erde, die zieht bestimmt auch das Wasser hoch. Und genau das tut sie auch. Ich weiß nicht, ob man es im Video gut sieht, aber hier zieht es halt hoch. Ich habe schon ein, zwei Ideen, wie ich das Problem lösen könnte. Hier auf der Seite, da sieht man es vielleicht auch, da ist es so ein bisschen weißer. Da habe ich es mit einem matten Klarlack versucht, da zieht es zwar nicht so hoch, aber da ist es, da schaut es dann auch nicht mehr so schön aus. Im Endeffekt gestalte ich den Untergrund vom Weiher aber mir wird es wahrscheinlich trotzdem hochziehen. Aber gut, ich habe schon, wie gesagt, ich habe schon eine Idee, wie ich das machen könnte und das probieren wir einfach aus. Getrocknet, gesiebt. Die streue ich jetzt drauf. So, und das mache ich jetzt wieder überall. Und dann werde ich es noch... Jetzt habe ich alles mit Leim bestrichen und schön mit Erde bestreut, gleichmäßig, weitestgehend. Ein bisschen mit dem Pinsel habe ich getupft an der einen oder anderen Stelle. Jetzt wird es noch eingesprüht mit Alkohol und danach getränkt, wie beim, wenn man Gleis schottert oder so. Genauso mache ich das. Ich habe jetzt auch schon gerade geschaut, mir gefällt das jetzt schon ganz gut. Das öffnet sich hier schon die ein oder andere schöne Perspektive. Dann später mal, wenn dann da der Zug lang fährt, freue ich mich schon drauf. Gut, jetzt, wie gesagt, jetzt mache ich noch das Alkohol, das typische, dass es halt besser fließt. Und dann habe ich mir hier eine Spritze gemacht und mit der werde ich jetzt vorsichtig, genau so, tränken. Jetzt mache ich einfach, dass die Erde noch ein bisschen, einfach, dass die fest ist. Weil jetzt kann man sie theoretisch mit dem Finger noch wegruppeln. Das geht danach dann nicht mehr so. So, und das mache ich jetzt überall. Dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Teil, im Teil 2 zu meinem Weiher wiedersehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Habt viel Spaß beim Eisenbahnern oder was auch immer ihr macht. Bis zum nächsten Mal.